Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Vielleicht habt ihr es gestern schon gesehen, die neue Roadmap für die nächsten Monate ist draußen und auch wieder vollgepackt mit ein paar Informationen, die wir uns jetzt gemeinsam anschauen werden. Denn dort ist wieder sehr viel Interessantes, was auf die Zukunft schließen lässt. Und wenn wir mal direkt in den Webshop reinschauen, dann sehen wir hier die Roadmap Vorschau 11, 12. Ja, also jetzt für die nächsten 2 Monate. Januar ist dort noch nicht mit drinne enthalten, also ist jetzt absichtlich so gemacht wahrscheinlich, weil es jetzt dem Ende des Jahres entgegengeht, werden sie bisher noch nicht im Januar ankündigen, mal gucken. Vielleicht kriegen wir jetzt erst ab Januar wieder eine neue Roadmap, beziehungsweise halt dann Anfang Dezember nochmal für die restlichen 30 Tage des Jahres, was da noch so kommt, und dann wieder erst ab Januar die 3-Monats-Übersicht, aber da müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Auf jeden Fall, wenn wir hier reingehen, dann werden wir auf jeden Fall ein bisschen schlauer und fangen direkt an im November mit dem Serverstart. EU24 haben ja auch schon viele drauf gewartet. Der erste Server mit dem Pestdoktor, also der erste neue Serverstart mit dem Pesti, und er startet am 21. November, also ja, relativ zeitgleich zu Black Friday, kann man so sagen. Am 21. November 2025 öffnet EU24 seine Tore. Dort könnt ihr erstmals die neue Klasse, den Pestdoktor, wählen. In einer unserer letzten Blogartikel haben wir euch die Klasse näher vorgestellt. Am selben Wochenende finden verschiedene Ingame-Events statt, darunter die Prachtparade der Pilze, Hexentanz, schwarzer Edelsteinrausch und die Tage der verlorenen Seelen. Mal sehen, wer sich am ersten Wochenende in die Top 100 kämpfen kann. Das wird sehr interessant werden, denn EU24 ist halt ein Server, wo der Hellevator auch drauf startet, und in der Vergangenheit haben wir ja gesehen, dass der Hellevator ein essentieller Bestandteil dafür ist, neue Server-Rekorde bzw. neue All-Time-Rekorde aufzustellen. Leute versuchen, wenn der Hellevator da ist, den Tag 1 Level-Rekord einzustellen oder der schnellste Level 300er oder was weiß ich. Auf jeden Fall ist der Hellevator ein wesentlicher Bestandteil dessen, einen sehr krassen Serverstart zu gewährleisten und halt eben Rekorde mit einzuheimsen. Und das hatten wir schon alleine mit dem Hellevator gesehen. Jetzt kommt noch dazu, dass wir zusätzlich on top schwarzer Edelsteinrausch haben. Das heißt, wir haben nicht nur mit EU24 den Hellevator, sondern auch dem Black Friday Server, der einzige dieses Jahr, ist ja klar, wo wir direkt zum Serverstart dann auch hier schwarzer Edelsteine direkt aus der Edelsteinmine Stufe 1 bekommen. Und alleine das ist schon ein enormer Boost, wenn man sich mal überlegt, wie OP die Steine eigentlich sind zum Anfang des Games. Mit einer gut ausgebauten Gilde kommt man da schon ordentlich weit, und das in Kombination mit einem Hellevator. Ich persönlich, meine Meinung, ich glaube, wir werden wieder neue Rekorde sehen auf EU24. Ich bin da sehr gespannt drauf. Mal gucken, vielleicht sehen wir auch Tag 1 Rekord. Aber das wird sich auf jeden Fall zeigen. Also das wird auf jeden Fall scheppern. So viel sei gesagt. Dann der Hellevator startet am 20. November, einen Tag vor dem Serverstart von EU24. Es ist wieder Zeit, sich in die teuflischen Tiefen zu kämpfen. Am 20. November startet der infernale Aufzug um 16 Uhr. Der Hellevator bringt ein neues Thema und 100 zusätzliche Etagen mit sich. Mit dem neuen Thema bringen wir frischen Wind in das Event und steigern die Vorfreude. Die 100 zusätzlichen Etagen bieten neue Herausforderungen für alte und neue Fans des Hellevators. Unterstützt eure Gilde und verdient eine Menge Loot. Ja, also der Hellevator auch hier mit einem neuen Feature bzw. einer Erweiterung der Etagen. Das wird definitiv auch ziemlich interessant werden, und ich bin gespannt, wie weit die stärksten Spieler der Welt im Hellevator kommen werden, jetzt wo nicht mehr 500, sondern 600 Etagen der Hellevator enthält. Werden wir auf jeden Fall auch deutlich mehr Höllenmarken sehen als die letzten Male, zusammen summiert bei den Gilden. Also da wird es wieder neue Rekorde geben. Und das wird halt insane. Also ich habe es mir gewünscht, dass der Hellevator erweitert wird, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich mit meinem Char war jetzt schon auf der Stufe, wo ich sagen musste, okay, das ist
Der Elevator ist super easy, den kriegen wir, ja, also da braucht man sich gar keine Mühe machen irgendwie. Ja, in dem Levelbereich, wo ich mich befinde mit meinem Account, ist der Elevator wirklich gar keine Herausforderung mehr und deswegen finde ich es eigentlich ganz cool, dass das erweitert worden ist. Ich hätte persönlich gedacht, die erweitern es auf 666 Etagen. Das hätte tatsächlich irgendwie so thematisch ein bisschen besser gepasst zum Elevator. Allerdings, ja, denke ich mal, werden wir mit den 900 Ebenen wahrscheinlich auch schon gut zu tun haben. Ich bin selbst auch gespannt. Wir werden den Elevator gleich am ersten Tag dann rushen mit meinem Main und wir werden dann zusammen im Stream oder ja, auf YouTube hier auf jeden Fall auch, wird das auch hochgeladen, schauen, wie weit wir dann in dem neuen Elevator kommen werden. Ja, das wird sehr vielversprechend auf jeden Fall. Ne? Also der Elevator am 20. Also wir haben Freitag den Serverstart hier, dann haben wir hier den Elevator weltweit Launch und ich denke mal am 19. wird er auf F9 released, das heißt am 19. denke ich mal werde ich auf meinen Main schon reingehen und versuchen so weit wie möglich im Elevator zu kommen. Ja? Aber wenn es soweit ist, sage ich euch dann natürlich dann dementsprechend auch nochmal Bescheid. Genau, ansonsten haben wir hier Black Friday am 28. November, ja, das ist dann die Woche da drauf, da haben wir den Black Friday Sale. Ja, bereite dich auf Black Friday und spezielle Events vor. Von Freitag bis Sonntag gibt es bis zu 33% mehr Pilze beim Pilzdealer. Außerdem gibt es in der Edelsteinmine nur schwarze und legendäre Edelsteine zu finden. Also wir haben hier die besondere Situation, dass wir zum Serverstart von EU24 Black Gem Event haben und dann die Woche darauf dann halt auch nochmal Black Gem. Also wir haben 2 Wochenenden hintereinander schwarze Edelsteine, die zu finden sind. Auf dem neuen Server wird das definitiv ordentlich reinscheppern. Genau, dann kommen wir zum nächsten Thema und zwar jetzt wird spannend, die Fusionen. Die stehen fest. Ja? Im Dezember werden neue Fusionen stattfinden und das war ja schon bekannt soweit, nur noch nicht welche Server. Am 5. Dezember findet die nächste Fusion von Spielwelten statt. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag werden die zu fusionierenden Welten eingefroren und ein Login wird zunächst nicht möglich sein. Die Fusion sollte bis 16 Uhr abgeschlossen sein. Dieses Mal finden 2 Fusionen gleichzeitig statt und zwar Gnagurim ist der nächste Mega-Fusion-Server, kombiniert aus F15, 16 und 18. Und dann haben wir einmal den Schwarzwald, der kombiniert ist aus F7, F10 und F13. Ja, das finale Update dieses Jahr erscheint im Dezember. Weitere Details folgen noch. Okay, da haben wir schon das nächste Thema. Aber kurz nochmal hier auf die Fusion zu sprechen zu kommen. Gucken wir nochmal ganz kurz in die Server rein, welche Server das dann eigentlich sind. Ich hatte mir das mal hier aufgeschrieben gehabt. In der Taverne bzw. in Discord wird auch schon so ein bisschen gemunkelt, welche Server zusammen fusioniert werden könnten, aufgrund jetzt, dass halt diese eben zusammen fusioniert werden. Wir haben hier einmal F10, F7, F10 und F13. Der steht schon fest. Und zwar sind das die polnischen Server. Ja, wir haben hier einmal F7 mit den ganzen Polen-Servern, dann F10 und die 13, also es werden alle Polen-Server fusioniert, das steht schon mal fest hier, ja, das können wir schon mal hier kreuzen. Dann F15, 16 und 18 sind tschechische Server, wenn man hier einmal drauf schaut, hier 15, 16 und dann die 18, die werden zu einem Mega-Fusion-Server zusammen fusioniert. Die beiden Server werden wahrscheinlich auch richtig stark. Die Polen und Tschechen sind wirklich extrem stark, was so die Spieler auch angeht. Und das werden, denke ich mal, auch sehr aktive Server werden. Ja. Und dann haben wir hier noch Mutmaßungen aufgrund der restlichen Server, die dann noch so übrig bleiben, die Sinn machen könnten. Ja, deswegen hier habe ich noch keinen Haken da dran. Hier sind schon Haken dran. Die stehen fest. Hier kann man noch so Fragezeichen hinzufügen. Das sind jetzt so Mutmaßungen aus der Community, was halt so Sinn machen könnte, welche Server noch fusioniert werden. Ja, F6, 12 und 20 haben wir hier. Da haben wir hier einmal die Franzosen mit den internationalen Welten und hier auch nochmal internationale Welten. Ja, dadurch, dass wir hier nur einen Fusionsserver mit Franzosen drauf haben, müssen die ja auch irgendwo untergebracht werden. Ja, dann haben wir F14 und 21, einmal hier mit internationalen Welten und hier auch nochmal mit internationalen Welten und 2 lokalen Servern und der Rest ist dann Deutsch. Das wäre dann F8, F9 und F11, wo halt ich auch drauf spiele mit meinem Main.
Ja, da haben wir hier dann einmal F8 mit ein paar deutschen Welten, F9 natürlich der Testserver, der mit den anderen dann zu einem noch größeren Testserver fusioniert werden würde, und dann halt noch F11, wo wir hier auch noch viele deutsche Welten drauf haben, was wahrscheinlich auch in Summe ein sehr starker Server wäre, wenn das so kommt. Das steht aber natürlich noch nicht fest, ob das so passiert. Ja, deswegen da heißt es erstmal abzuwarten, das sind Spekulationen. Genau, ansonsten, ja, wie gesagt, findet noch ein finales Update dieses Jahr im Dezember statt. Da bin ich gespannt, was sie dazu noch schreiben wollen. Weitere Details folgen. Ja, also das ist noch nicht bekannt. Dann haben wir den Adventskalender, der auch wieder erscheint. Vom 11. bis zum 24. Dezember könnt ihr täglich eine Tür öffnen. Hinter jeder Tür wartet eine Belohnung auf euch. Also zusätzlich zum Login-Kalender gibt es jetzt auch wieder einen Adventskalender von 1 bis 24, wo nochmal ein paar extra Belohnungen auf uns warten. Das finde ich auch immer ganz cool, dass die hier so einen Ingame-Kalender auch hinzufügen. Dann natürlich der Nikolaustag, da nicht vergessen die Schuhe auszuziehen, das kennen wir ja auch schon. Und dann der Legendary Dungeon. Wir halten unsere Tradition am Leben. Ein Legendary Dungeon wird die Weihnachtszeit versüßen. Da haben sie bisher jetzt noch kein Datum zu geschrieben, aber ist ja klar, dass der dann natürlich im Dezember kommt. Ne? Anmerkung, 2 weitere Features sind in Planung. Sobald die Projekte sicher in Produktion gehen, werden wir euch mehr Informationen dazu geben. Voraussichtlich werden wir Ende des Jahres Neuigkeiten zu den Inhalten ab Januar teilen. Deswegen denke ich mal, haben sie die Januar Sektion hier bisher noch nicht hinzugefügt. Ja, hier, das ist ja so ein bisschen ausgegraut. Also werden wir abwarten, was dann noch so auf uns zukommt. Aber das sind jetzt erstmal soweit die News für das restliche Jahr noch, was noch so auf uns zukommt. Und ja, vielleicht gefällt euch das ja genauso wie mir. Und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, beziehungsweise wie auch die nächsten Fusionen aussehen werden. Vielleicht spielen wir ja bald in Zukunft noch mit mehr Leuten zusammen auf F9, beziehungsweise dann der zukünftige Server. Das wäre auf jeden Fall cool. Ich weiß, alle anderen haben da immer keinen Bock drauf, mit F9 fusioniert zu werden, so, weil sie dann auch Testserver sind. Ja, aber keine Ahnung, irgendwas muss ja passieren. Ne? Also da bin ich auch sehr gespannt, wie das vonstatten geht. Ansonsten war es das soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.